Hallo und herzlich willkommen bei Top Meteo. Dieses Video richtet sich vor allen Dingen an Motorfliegerinnen und Motorflieger, die unsere Wetterapplikation noch nicht kennen und überlegen, warum sollte ich Top Meteo kaufen? Was macht denn Top Meteo besser? Top Meteo bietet aus eigener Erfahrung, da wir selber Segelflieger, Motorflieger und Ballonfahrer sind, ein Wetterprodukt, welches sich ganz speziell an den Bedürfnissen der Pilotinnen und Piloten ausrichtet. In diesem Video werde ich die grundlegenden Funktionen erklären, wie man überhaupt in ein Wetterbriefing mit Top Meteo startet, was die Vorteile sind. Wir bieten diese 5 Rubriken an: Karten, Satellitenbilder, Radarbilder, Ortsvorhersagen, Metatafs und die Flugplanung. Jetzt folgt ein kurzer Einblick in diese 5 Hauptmenüpunkte, mit denen das Wetterbriefing stattfindet. Zuerst die Prognosekarten. Hier ist vielleicht für die Motorflieger die mit Abstand wichtigste Karte die Karte des signifikanten Wetters und die Karte der Wolkenverteilung. Diese beiden Karten in Kombination mit diesem Slider, der sowohl mobil als auch auf dem Desktop funktioniert, zeigt relativ schnell, wie das Himmelsbild sich über den Tag entwickeln wird. Zwischen 7 und 19 Uhr hin und her geschoben, erkenne ich sehr gut die Wetterentwicklung. Ich erkenne anhand der unterschiedlichen Farben Orange und Grau, dass es sich um hohe und tiefe Bewölkung handelt und um mittelhohe. Ich erkenne, dass eine Art Frontsystem augenscheinlich durchzieht und dass dahinter eine Rückseite kommt mit erst noch ein bisschen hohen Bewölkungen, dann Cumuli und aber Schauern. Das Ganze spiegelt sich eben auch in der signifikanten Wetterkarte wider und mit diesen beiden Karten habe ich eben relativ schnell einen Überblick darüber, was erwartet mich überhaupt an dem Tag. Möchte ich ein bisschen grober planen, gucke ich mir die Karte der potenziellen VFR-Flugstunden an. Rot bedeutet so gut wie nicht fliegbar an dem Tag, grün und weiß bedeutet fast komplett fliegbar. Das spiegelt ja das aktuelle Bild auch wieder. Das soll es mit den Prognosekarten auch schon gewesen sein. Natürlich gibt es hier alles mögliche andere über Wind, Niederschlag und so weiter und so fort, alles was man braucht. Aber mit diesen 2 Karten, signifikantes Wetter und Wolkenverteilung, ist schon mal der allererste große Schritt gemacht, um das Wetter für den Tag zu verstehen. Wechseln wir nun zu Satelliten- und Radarbildern. Bekanntes Bild. Wir haben unsere Satellitenbilder in den letzten Jahren massiv überarbeitet und immer besser gemacht. Wir haben mit die besten Satellitenbilder überhaupt für Piloten am Markt. Wir machen unsere Bilder so, dass sie den Piloten den meisten Mehrwert geben. Also in diesem Falle sieht man eben ein hochaufgelöstes visuelles Satellitenbild und die Blitzaktivität ist farblich eingelagert. Wir erkennen auch die Wolkentops und Untergrenzen, auch ein extrem hilfreiches Produkt. Es soll jetzt alles erstmal noch nicht die einzelnen Karten im Detail erklären, sondern nur einen Einblick geben, dass wir tatsächlich für jede Situation Produkte haben, die sowohl auf dem Desktop als auch mobil oder in unserer App funktionieren. Und die Satelliten- und Radarbilder sind natürlich ideale Ergänzung für das In-Flight Weather, also für die Flugwetter-Situationsbeschreibung, also für die Flugwetteranalyse im Cockpit während des Fluges. Der nächste Punkt sind unsere Ortsvorhersagen. Das sind Punktvorhersagen. Sagen wir einfach mal, wir möchten von Bonn-Hangela starten. Dann gucken wir uns das Wetter dort an, sehen die ganzen Parameter nochmal in einer Tabelle für diesen Punkt. Meta und TAFS, auch ein bekanntes, klares Tool. Wir ziehen uns unsere Strecke auf der Karte und erkennen dann die einzelnen Meta- und TAFS-Meldungen der Flugplätze, können auch rüberhovern und können die dann uns einblenden lassen. Und nun das neueste und zuletzt erstellte Tool, das ist unsere Flugplanung. Ich habe schon mal einen Flug vorbereitet, Meeting in Schönhagen, ein Flug von Bonn-Hangela nach Schönhagen in Brandenburg, einmal quer durch Deutschland. Wir können anhand der Parameter einstellen, wie unser Flugzeug denn so funktioniert, was die Reisegeschwindigkeit, die geplante Flughöhe etc. angeht. Wir können die Task natürlich benamsen und wir können jederzeit auch noch Punkte hinzufügen, weil wir meinetwegen ein
Umweg fliegen möchten oder einen Tankstopp einlegen oder wie auch immer, dann berechnet das Tool automatisch, wenn wir die Startzeit eingegeben haben, berechnet das Tool automatisch die Flugzeit und wir können nun wieder mit dem Slider uns den Flug animieren. Das macht jetzt bei der Tageskarte potenzielle VFR-Flugstunden wenig Sinn, aber gehen wir mal ins signifikante Wetter oder dann sehen wir eben, das ist die Transparenz, dann können wir das Flugzeug animieren im Wetter und sehen, dass das wahrscheinlich so morgens mit einem VFR-Flug sowieso nicht funktionieren wird, weil wir morgens in den Schauern und in der tiefen Bewölkung starten müssten, was ja nicht machbar ist. Man könnte jetzt zum Beispiel hier unten auch den Startzeitpunkt nach hinten verlegen, meinetwegen auf 15 Uhr, sich das Ganze nochmal anschauen, ändert aber nichts daran, dass wir dann nach dem Start wieder durch das schlechte Wetter fliegen. Also es gibt da wohl für diesen Tag keine Möglichkeit, einen Flug durchzuführen, aber auch das ist ja eine wichtige, interessante Erkenntnis aus dieser Flugplanung. Hier sind alle unsere Karten, die wir auch aus den Prognosekarten kennen. Hier ist das Flugpanel und hier ist das eigentliche Wetterbedienungspanel am unteren Rand. Das soll als kurze Einführung in unser Produkt schon einmal ausreichen. Das sind also die wichtigen 5 Reiter, um eine solide Flugplanung durchzuführen. Alles weitere in anderen Videos. Abschließend möchte ich noch ganz kurz auch auf unser DVD GAFOR hinweisen, ein wichtiger Punkt für die Motorflieger und Motorfliegerinnen in Deutschland. Wir bieten selbstverständlich auch die bekannten DVD GAFOR-Karten, die original vom DVD geliefert werden. Die bauen wir in unsere Software ein, damit es auch möglich ist, die DVD GAFOR-Vorhersage original vom Deutschen Wetterdienst mit einzubeziehen in seine Flugplanung. Das ist ja durchaus möglich und sinnvoll manchmal, um eine zweite Meinung zu unserem Wetter zu haben. Außerdem ist das GAFOR natürlich sehr bekannt und beliebt.